Heute zeige ich euch ein Museum, das sich ganz dem Thema Tod und Beerdigung widmet. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Vergänglichen. Euer Totengräber befindet sich hier im Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Der Begriff Sepulkralkultur leitet sich vom lateinischen sepulcrum ab, für Grab. Dieses Museum widmet sich ganz den Themen Tod und Beerdigung. Ich gebe hier natürlich nur einen kleinen Einblick. Natürlich darf in diesem Museum die Gestalt des Sensenmannes nicht fehlen. Neben diesen Schnitzereien aus Holz und Kork gibt es eine ganze Sammlung von Figuren, die Begegnungen verschiedener Menschen mit dem Tod zeigen. Hier sind einige Utensilien eines Bestatters zu sehen, wie Geruchsbinder und ähnliches. Dies ist ein Einbalsamierungsset von ca. 1840. Plötzlich stand ich vor diesem Stapel aufwendig verzierter Särge. Sie stammen von einer Adelsfamilie aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Und sie weisen eine skurrile Besonderheit auf. Die Leichname konnten mit Leinenbändern überspannt werden, wohl um zu verhindern, dass sie sich als Wiedergänger erhoben. (1979) ließ der Künstler Hans-Jörg Voth eine überdimensionale Leiche als Floß von Ludwigshafen bis an die Nordsee schleppen. Dort wurde sie verbrannt. 1977 schuf der Künstler Harry Kramer diese Köpfe aus schimmeligem Brot als Sinnbild der Vergänglichkeit. In Süddeutschland waren früher oft kurze Belegzeiten für Gräber üblich. Bei einer Neubelegung einer Grabstätte wurden die unverwesten Knochen entnommen und in einem Beinhaus untergebracht. Ab dem 19. Jahrhundert wurden die Schädel teilweise kunstvoll bemalt und mit dem Namen des Verstorbenen versehen. Dieses Sandsteingrabmal ist über 240 Jahre alt. Auch auf alternative Beerdigungsmöglichkeiten geht das Museum ein. Mit so einer kleinen Kapsel kann man einen Teil seiner Asche in den Weltraum schießen lassen. Oder man lässt Asche von sich zu einem kleinen Schmuckstein pressen. Ein wahrer Blickfänger in diesem Museum sind die verschiedenen Leichenkutschen. Besonders beeindruckend ist diese schwarz-goldene aus dem späten 19. Jahrhundert. Selbst das Glas ist durch Ätzung aufwendig verziert. Im Innenhof des Museums sieht man neben einer weiteren Leichenkutsche auch einen amerikanischen Leichenwagen von Chevrolet.
Die Balkonterrasse des Museums bietet eine sagenhafte Aussicht über Kassel. Links und rechts daneben gibt es noch einige kleine Terrassen, die mit überwachsenen Mauern teils einen verwunschenen Eindruck vermitteln. Dies ist ein gläserner Armreif, der aus einer Flasche gefertigt wurde, in der sich früher eine giftige Substanz befand. Für diejenigen, die das Museum einmal selbst besuchen möchten, setze ich den Link zu der Internetseite des Museums in die Beschreibung unter dem Video.